Die Gärten des Kongresshauses sind eine sehr vielschichtige Anlage, die eine lange Tradition haben und auch durch verschiedene Gartenkünstler geprägt wurden. Also die Idee einer Durchdringung von Natur und Architektur, etwas, was jetzt nicht nur quasi mit dem Blick nach außen gedacht war, sondern dass die Natur eben wirklich nach innen kommt, dass man Tageslicht in die Räume bekommt, aber eben auch den Blick in eine Vegetation, in ein bestimmtes Vegetationsbild. Und was sehr, sehr spezifisch dann entwickelt wurde, das war die Idee einer Wildnis als ein Blick in den südamerikanischen Dschungel. Es ging eben in erster Linie darum, so im Sinn und Geist der ursprünglichen Anlage und der Materialsprache diese verschiedenen Gärten wieder zu gestalten. Es gibt neben dem großen Wintergarten 2 weitere Orte, wo diese Idee der Vegetationsfenster vorhanden war. Das eine ist im ersten Geschoss bei der Bar. Und dort gibt es heute große Kakteen und dann das Fenster im Erdgeschoss, wo wir festgestellt haben, es ist einfach zu dunkel, um dort weiterhin eine Vegetation einzuplanen. Das war dann der Moment, wo man entschieden hat, das Pflanzenfenster künstlerisch zu bearbeiten und hat dann die Künstler Steiner Lenzlinger dazu geholt, die dann dort eigentlich sowohl die vegetative Wildnis, aber auch den Verweis auf die wilden Feste, die hier mal stattgefunden haben, eigentlich integriert haben. Wir stehen hier vor dem Kunstwerk Maskenball der Biodiversität von Steiner Lenzlinger. Ein Künstlerduo, Schweizerinnen, Schweizer, die international bekannt sind und hier extra für das neu instand gesetzte Kongresshaus eine Arbeit realisieren konnten. Das ist ein Blumenfenster, also dieser Raum gab es bereits. Der ist ca. 9,5 Meter auf 2 Meter hoch. Und sie hatten diesen Raum zur Verfügung, eigentlich mit einer Installation zu bespielen. Es ist ein sehr typisches Werk. Sie beschäftigen sich vor allem mit Vergänglichkeit, Leben, Fruchtbarkeit und Geburt natürlich, so diese gesamten Zusammenhänge, was unser Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen eben ausmacht. Also es hat unglaublich viele Objekte und Gegenstände, Artefakte. Es hat Wurzeln, es hat Schläuche, die alles zusammenhalten. Es hat Tierchen, Pflanzen, Organe, auch Plastikteile, die sie auf der ganzen Welt gesammelt haben. Und kombinieren mit Kunstblumen, die sie selber anfertigen, die sie dann zum Beispiel Drachenblumen nennen oder Totenblumen oder das Gottesanbeterinnenballett. Oder die Regenwurmtagung. Es ist ein riesenwuchernder Kosmos. Es freut mich sehr, dass es eine Arbeit ist, die perfekt an diesen Ort passt, die wirklich vielstimmig auf den Kontext hier Bezug nimmt. Ich finde es wunderbar, dass eben genau dieses Werk einen Austausch zwischen den unterschiedlichsten Personen, die sich hier einfinden werden, antreiben oder anstacheln kann und diese Person nochmal mit ganz neuen Ideen bereichern kann.